Herzlich willkommen zu einer neuen Sendung direkt aus der Kletterhalle St. Gallen. Unsere heutige Sendung steht ganz im Zeichen von Olympia, aber wir haben keine Zeit zu verlieren. Ja, wir haben sogar Stress heute, denn Speed ist das Stichwort der heutigen Sendung. Du kannst voll reinsitzen, du musst dich nicht abklettern, gell? Das ist mir unangenehm. Getraust du dich nicht? Nein. Er getraut sich nicht. Probieren geht über Studieren. Wie gesagt, wir sind heute in der Kletterhalle St. Gallen, die übrigens gerade einen riesigen Außenbereich zusätzlich baut. Insgesamt 1400 Quadratmeter Kletter- und Boulderbereich werden zusätzlich gebaut, im Außenbereich alles überdacht. Und es gibt hier in der Halle auch eine Speedwand, ganz offiziell normiert. In Vorfreude auf Olympia nähern wir uns dieser Speed-Disziplin im Selbstversuch. Wir werden euch herausfordern, unsere Zeit zu unterbieten. Dazu später mehr in der Sendung. Der Italiener Alfredo Weber lässt erneut aufhorchen. Ihr erinnert euch, Weber ist der Mann, der im März eine 8C-Route kletterte und zwar Free Solo. Jetzt legte er nochmals nach, wenngleich mit Seil. Nach über 300 Versuchen schaffte er Pure Dreaming im Grad 9a. Die Route hat er 2017 selber eingerichtet und wohl nur davon geträumt, dass er sie eines Tages klettern würde. Jetzt, im Alter von 52 Jahren, gelang ihm dieses Kunststück. Damit dürfte er einer der ältesten, wenn nicht der älteste Kletterer in diesem Grad sein. Nur wenige Tage nach Alfredo Weber legte Andrea Celleris nach. Und das ist gleich in mehrerer Hinsicht bemerkenswert. Andrea ist mit seinen 12 Jahren rund 40 Jahre jünger als Weber. Damit ist er die jüngste Person, die je 9a kletterte. Und das, obschon er eigentlich Skifahrer ist. Im vergangenen Winter trainierte er noch 5-mal pro Woche fürs Skifahren und gewann im März einen nationalen Wettkampf in Italien. Am K2 sind die Leichen der 3 Bergsteiger Ali Satbara, John Snorri und Juan Pablo Mor gefunden worden. Seit ihrem missglückten Winterbesteigungsversuch Anfang Februar galten die 3 als vermisst und wurden für tot erklärt. Aktuell ist am K2 die Sommersaison im Gange. Eine Gruppe von Sherpas, die Fixseile verlegte, stieß nun gleich zu Beginn des sogenannten Bottlenecks auf die Leichen. Was genau den 3 Bergsteigern zum Verhängnis wurde, ist weiterhin unklar. Ebenso, ob sie im Aufstieg oder im Abstieg starben und möglicherweise gar auf dem Gipfel standen. Was haben Kletterer und Steinbruchbetreiber gemeinsam? Beide suchen den besten Fels und im dümmsten Fall interessieren sie sich für denselben. Genau diese Konstellation bedroht nun das beliebte Klettergebiet Lorünz in Österreich. Dort hat die Lorünz Steinbruch GmbH einen Rodungsantrag gestellt, der bedeuten könnte, dass das Klettern dereinst den Bulldozern weichen muss. Sollte das Bergbauunternehmen ernst machen, so wäre ein Großteil der Routen und Sektoren vom Abbau betroffen. Um dem entgegenzuwirken, haben Babsi Zangl und Jakob Olarcher nun eine Petition ins Leben gerufen. Das ist ja noch brisant. Ja, dieses Klettergebiet Lorünz steht auf dem Grundstück der Lorünz, wie muss man sagen, Steinbruch Lorünz GmbH. Diese wollen natürlich Fels abbauen, sprich sprengen. Und deshalb ist dieses Gebiet in Gefahr und könnte eben bald nicht mehr existieren. Babsi Zangl, die hat jetzt eine Petition lanciert, um eben auf diese Problematik aufmerksam zu machen und dieses Gebiet zu retten. Aber eben so ganz akut bedroht ist es noch nicht. Schwierig einzuschätzen. Letztes Jahr, als ich mich mit dem Thema befasst habe, hieß es noch in den nächsten 15 Jahren nicht, aber vielleicht hat sich die Situation jetzt geändert. Also, das ist also übrigens eine echte Petition, die sich zu unterzeichnen lohnt. Wir haben ja noch eine Verlosung offen. Letztes Mal hatten wir euch gefragt, um welche Route es sich hierbei handelt. Das haben erstaunlich viele von euch gewusst. Hättest du das gedacht, Remo? Definitiv nicht, aber auf YouTube haben es ganz viele gewusst, unsere Zuschauerinnen und Zuschauer, und deshalb werfen wir heute wieder mal einen Dartpfeil, um den oder die Gewinnerin auszuwählen. Genau. Hoppla. Diemur D. Bravo. Glückwunsch. Du hast das Fingerboard, das wir angekündigt haben, gewonnen, damit du dich auch richtig gut aufwärmst, wenn du dann mal in diese Route einsteigst. Es naht ein historischer Moment für das Klettern. Erstmals wird jetzt also unsere Sportart auf der weltweit wichtigsten Bühne des Sports überhaupt ausgetragen, den Olympischen Spielen. Ich finde, es ist absolut an der Zeit, dass Sportklettern jetzt endlich olympisch wird, denn es ist mittlerweile ein richtiges Publikumsmagnet, ja, man könnte sagen ein Breitensport, oder?
Ja, also ich bin einig mit dir, der Sport ist sicher breiter geworden, Publikumsmagnet. Ich könnte mir vorstellen, dass viele Leute, die jetzt halt allgemein Olympia schauen, noch nicht ganz wissen, was Klettern ist. Und ich glaube auch die IFSC, die ist sich dessen bewusst. Sie haben sich überlegt, ja, was können wir machen, um Klettern den Leuten näher zu bringen. Und sie sind auf die Idee gekommen, einen Podcast zu machen mit Alex Honnold. Und zwar Alex Honnold from Free Solo on Climbing the Olympics and Fear. Hören wir da mal rein. You know, free soloing is really all about risk mitigation, risk management. When you look at El Cap, the consequences are always going to be death. I mean, if you fall off the wall, you're going to die. Ja, warum nicht mit Alex Honnold über Free Solo Klettern und Angst sprechen? Ich meine, das, was er macht, das ist praktisch identisch mit dem, was die Wettkampfkletterer jetzt in Tokio machen werden. Oder nicht? Okay. Sprechen wir jetzt aber über die vermutlich am wenigsten beliebte Disziplin bei den Sportkletterathleten aller Olympia. Ballett. Nein, Speedklettern. Speedklettern, diese Disziplin wird ja meistens so ein bisschen als Randnotiz abgetan und auch wir müssen zugeben, wir wussten gar nicht so viel über diese Disziplin, über Speedklettern, aber eigentlich ist es ganz spannend, wenn man sich mal mit der Sache befasst und das haben wir getan. Die Speed-Wettkämpfe finden im K.O.-Modus auf einer standardisierten Route statt. Seit 2007 ist es weltweit die immer gleiche Route. Gesetzt wurde sie ausgerechnet von einem Boulderer, dem Fontainebleau-Pionier Jackie Godoff. Sein Vorschlag: die Route sollte nur eine Griffform verwenden. Er verbrachte 6 Monate damit, die Griffform nach seinen Vorstellungen zu schaffen, inspiriert von der Form eines fliegenden Vogels. Seine Route setzte sich durch. Sie ist 5 Grad überhängend und weist eine Schwierigkeit von ungefähr 6B+ auf, wobei gesagt wird, klettert man die Route langsam, fühlt sie sich schwieriger an. In den knapp 15 Jahren, seit es die Route gibt, haben sich Technik und Beta stetig weiterentwickelt und optimiert. Lag der Rekord 2009 noch bei 6,64 Sekunden, so ist der aktuelle über eine Sekunde schneller, bei 5,208 Sekunden. Fast alle Athleten nutzen inzwischen dieselbe Beta, so wird etwa Griff Nummer 16 nie benutzt. Dass Griffe ausgelassen werden, hängt damit zusammen, dass die effizienteste Bewegung sehr dynamisch ist. Beine und Hände sind gleichzeitig in Bewegung, wobei der Schub aus den Beinen kommt. Eine Bewegung, die Reza heißt, benannt nach dem iranischen Kletterer Reza Anipur, der damit 2017 den damaligen Rekord von 5,48 Sekunden aufstellte. Doch noch immer tauchen neue Abfolgen auf, zuletzt zum Beispiel vom japanischen Boulder-Spezialisten Tomoa Narasaki. Er setzt einen Step-Up-Dyno gleich am Beginn ein und lässt damit Griff Nummer 4 aus, den sogenannten Tomoa-Skill. Wir werden jetzt also dann gleich mal diese normierte Speedwand heraufklettern, alle 3 hier, der Luca, hinter der Kamera Dominik und ich. Und wir werden mal schauen, welche Zeit wir aufstellen. Wir challengen euch, auch ihr, wir rufen auf, macht mit bei unserer Speedkletter-Liga. Versucht unsere Bestzeit vom heutigen Tag zu unterbieten. Unter den 5 Besten verlosen wir dann nach Wahl ein Modell der Kletterschuhe von Unparallel. Also verlosen. Das heißt, die ersten 5 der Rangliste, die kriegen einen Unparallel-Schuh. Größe und Modell könnt ihr selber wählen. Aber ihr müsst das natürlich auch beweisen. Also ihr müsst uns ein Video schicken von eurer Begehung. So. Schicken sollt ihr das an redaktion@lacrux.com, dieses Video. Sehr gut. Bevor wir uns jetzt aber an die Speedwall begeben, müssen wir mal noch schauen, wie sind eigentlich diese Profis da angezogen. Es geht ja irgendwie auch um Aerodynamik, das Ganze. Gucken wir hier mal Adam Ondra. Kannst du bitte abdecken? Es ist nicht ganz das gleiche wie Adam Ondra, aber ich würde sagen, Velohosen tun es auch. Los geht's! Schau, du musst Countdown machen.
Klar. Also, ich glaube, wichtig ist, dass man am Start schnell wegkommt. Also wenn ich mich auf die dritte konzentriert habe, dann ist es schief gegangen, weil ich zu oft nach unten geschaut habe. Muss Dann wirklich bist du nach nicht mehr oben schnell fokussiert oben. sein. Ja. Ich glaube, hier kommt es mega darauf an, wie du das einstudierst, das Ganze. Es muss einfach. blind Ja. kennen. Es ist für uns alle das erste Mal, dass wir uns im Speedklettern versuchen. Umso erstaunter sind wir, dass wir schnell auf den Geschmack kommen. Dauerte unser erster Versuch noch fast eine Minute, so brechen wir unsere Zeiten bald in den Bereich von 20 Sekunden. Mit jedem Go lernt man die Route besser kennen, die Bewegungsabläufe verflüssigen sich. Das sieht doch schon ganz ordentlich aus. Ja, hast du das mal probiert im Tomoa-Skip? Nee, keine Chance. Ich auch nicht. Also müsste ich mal ausprobieren. Anscheinend sagt Adam Onder, dass für sich selber sei ein 7a-Boulder-Problem. Den zu skippen. Step-Up Dive, Ah ja, krass. Und der Tomoa-Skip ist anscheinend nicht einfach. Hätten wir eigentlich mal versuchen sollen heute, aber ich glaube, wir sind so schon platt von all den Versuchen. Wir haben jetzt insgesamt 4 ernsthafte Versuche gegeben Ja, und noch anstrengend, wie Joggen. mega. Also anstatt joggen gehen, mal Speed klettern, gute Alternative. Nach je 4 Trainingsdurchgängen gilt es ernst. Jetzt hat jeder seine Beta im Kopf und wir wollen sehen, zu was wir fähig sind. Auf die Plätze, fertig, los! Cool. Na, ich würde sagen, das Rennen in unserer Action Talk Speed Kletterliga ist offiziell eröffnet. Wir können euch jetzt noch unsere Zeiten präsentieren. Die Bestzeit von uns dreien, die hat meine Wenigkeit mit 17,11 Sekunden. Bescheiden. Bescheid. Dann kommt der Dominik mit 19,26 Sekunden. Und dann Luca mit 24,15 Sekunden für diese genormte Wand. Ich habe die Bestzeit, aber ihr seid gefordert. Ich hoffe, ihr fordert uns heraus mit euren Versuchen. Schickt uns die Videos, wie gesagt, dann könnt ihr Schuhe von Unparallel gewinnen. Das wär's für die heutige Sendung. Wie immer. Für heute sagen wir liken, abonnieren und mitmachen bei der Speed League und bis zum nächsten Mal.